Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich meine Poolterrasse weiter ausbaue. Nachdem ich im letzten Video gezeigt habe, wie ich meine alten BBC-Dielen reanimiert habe, wieder eingebaut habe, geht es heute weiter mit dem Bereich an der Stirnseite des Pools, denn dort möchte ich eine Steinterrasse legen und zwar diese soll verlängert werden bis dort hinter in die Ecke. Wenn euch interessiert, wie ich das Ganze mache, dann bleibt dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Die Beckenrandsteine und die Terrasse, die ihr hier seht, die habe ich im letzten Jahr im Herbst noch gebaut. Die BBC bzw. BBC-Dielen, die habe ich vor 2 Wochen aufgebaut und nun ist der Bereich hier hinten an der Stirn dran. Ich habe hier bereits ein wenig Verlegesplit liegen, kann mit den Terrassensteinen direkt weitermachen. Allerdings hier hinten wird es etwas komplexer, denn das Gelände ist abschüssig, wie ihr sehen könnt, und ich möchte das Höhenverhältnis der Beckenrandsteine gerne mitnehmen. Dazu muss ich natürlich einige Vorbereitungen treffen und mein Ziel ist es, mein Plan ist es, diesen Bereich hier auszugraben, in einem Dreieck sozusagen Betonschalsteine zu setzen, diese mit Beton zu verfüllen, das Ganze auf eine Höhe der Betonschalsteine vom Pool zu bringen, damit ich dann im Anschluss die Steine, die hier am Rand verlegt werden, direkt verkleben kann. Das hält besser, das ist mir lieber so, und die Steine in der Mitte werden dann einfach auf das neue Schotterbett aufgelegt. Wie das Ganze läuft, das seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß damit! Das Loch habe ich fertig ausgegraben. Ich habe den Bereich, an dem ich die Schalsteine setzen möchte, auf eine Tiefe von ungefähr 60 cm abgegraben. Die Schalsteine, die am Pool verbaut sind, sind aber keine 50 cm hoch, sondern nur etwa, ihr seht es hier, knapp 15 cm, zumindest der letzte Stein, denn damals wurde das Ganze ja auf die Höhe des alten Stahlwandpools abgelassen. Bedeutet, dass ich 2 50er Steine hier ansetze, entsprechend das Ganze etwas tiefer ausgegraben habe. Damit ich die Steine nun trotzdem schön sauber und vor allen Dingen in Waage hier an der Erde positionieren kann, werde ich als erstes ein kleines Fundament gießen. Ich werde mit etwas Vlies den Boden auslegen, etwas Schotter noch reinbringen, Frostschutz sozusagen, und danach mit Betonestrich, den ich relativ flüssig anmischen werde, den ganzen Bereich, den ich hier ausgeschachtet habe, auffüllen, das Ganze gut trocknen lassen, und dann sollte ich im Idealfall die neuen Schaltsteine einfach nur draufstellen können, ohne dass ich da groß rumdoktern muss, um die Höhen genau auszurichten. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Der zweite Abschnitt dieses Projekts ist nun fertig. Die Stützmauer, die steht. Wir haben die Schaltsteine auf das Fundament gesetzt, haben sie mit einer kleinen Bewehrung versehen und anschließend das Ganze mit Beton aufgefüllt. Grundsätzlich wäre eine Bewehrung gar nicht notwendig, denn die Druckbelastung findet hier ausschließlich von oben her statt. Ich kann nun diesen gesamten Bereich mit Frostschutz, mit Schotter, alles was ich hier noch da habe, auffüllen, und danach werde ich die Steine hier am Rand entlang verkleben in der passenden Höhe zu den Beckenrandsteinen, einmal hier lang und einmal hier rüber auf diesen Bereich. Danach werde ich den Bereich in der Mitte mit dem Verlegesplit auffüllen, werde ihn sauber abziehen und muss die Platten nur noch auflegen, genauso wie wir es auch schon auf der Nordseite des Pools gemacht haben. Und danach ist das Projekt hoffentlich fertig.
Steinterrasse um meinen Pool herum ist nun endlich fertig. Auch der Stirnbereich ist nun mit dem gleichen Design wie der Seitenbereich eingefasst. Ich habe die Platten aufgelegt, ich habe das Ganze in einer Flucht, in einer Ebene fertiggestellt. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt mir doch mal einen Kommentar unter das Video, gebt mir ein Feedback zu diesem Projekt. Wenn ihr mir schreibt, wäre es super, wenn ihr mir noch den ein oder anderen Tipp geben könntet, wie ich diesen Bereich hier unten an der Seite noch schick verstecken kann, dass er nicht so schwer ins Auge fällt, dass es dezent wirkt, das Ganze. Aber bedenkt bitte, das Ganze muss so gebaut werden, dass mein Mähroboter immer noch hier auf diesen Seitenstreifen entlangfahren kann. Tja, und ansonsten, wenn ihr mehr zu diesem Projekt wissen wollt, vielleicht auch mehr zu dem Projekt meiner wiederbelebten BPC-Terrasse, schaut mal unter das Video in die Beschreibung. Neben den Links zu den ganzen Produkten, die ich hier verwende, findet ihr dort auch den Link zu meinem Baublog mit vielen weiteren Fotos und Bildern, wo ich deutlich näher und tiefer ins Detail gehe. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Schreibt mir, wie gesagt, einen Kommentar gerne unter das Video. Vergesst nicht das Like für dieses Video, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch weitergebracht hat, und nehmt mir ein Abo für den Kanal, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, denn ihr seht hinter mir die Gartenküche, da ist auch noch jede Menge zu tun. Der Boden muss noch aufgearbeitet werden. Das Lichtkonzept möchte ich umsetzen, da habe ich ja schon den ein oder anderen Tipp von euch bekommen. Und das neue faltbare Sonnensäge soll natürlich auch in den nächsten Tagen installiert werden. Und wenn ihr wissen wollt, wie das alles funktioniert, wie ich das alles mache, dann müsst ihr den Kanal abonnieren, um dieses neue Video nicht zu verpassen. Ich sage an der Stelle schon mal Dankeschön, dass ihr mir hier zugeschaut habt. Freue mich aufs nächste Video mit euch. Macht's gut. Ciao.